Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de. Heute geht es um diese unscheinbare Limousine, die es allerdings mächtig drauf hat. Und zwar den neuen Mercedes-AMG E63 S4matic Plus. Ziemlich langer Name, aber da steckt auch einiges drunter. Fangen wir einfach mal mit der Front des E63S an. Es geht hier auch übrigens nur um den E63S mit seinen 612 PS. Die Grundversion mit 571 PS können wir leider nicht fahren. Aber zurück zum Design. Also wir haben hier erstmals wirklich eine komplett neue Schnauze für die E-Klasse. Das heißt, wir haben hier neben den horizontalen Doppelstreben von AMG noch dahinter vertikale Streben, die eventuell aus dem GTR bekannt sind und jetzt auch hier in die E-Klasse eingeführt werden. Darunter natürlich links und rechts riesige Lufteinlässe, um die Ladeluftkühle ordentlich mit Kühlluft zu versorgen. Dann stehen hier die Backen ziemlich weit raus. 17 mm mehr pro Seite als in der normalen E-Klasse, was auch eine Änderung hier an der Motorhaube zur Folge hat. Die sitzt nämlich nicht mehr hier auf, sondern quasi zwischen den Radläufen. Auch ein Merkmal von AMG. Und ganz ehrlich, der Platz dafür ist auch notwendig, weil hier ist zwar im Prinzip ein kleiner downgesizeder Motor drin, aber der braucht ordentlich Platz. Genauso wie die verbreiterte Spur hier des E63. Dann weiter mit diesem unscheinbar umgedrehten Nike-Zeichen. Hier haben wir übrigens das Logo 4matic Plus, was uns schon außen darauf hinweist, dass wir hier einen neuen 4matic Allradantrieb haben, der mit der E-Klasse jetzt hier in die AMG Performance Variante eingeführt wird. 4matic Plus weist uns auf den neuen Allradantrieb hin, der jetzt in diese AMG Performance Variante eingeführt wird, und dabei sprechen wir von einem voll variablen System, das im Prinzip zwischen den Achsen komplett variabel verteilen kann, wobei dazu gesagt sei, die Hinterachse wird nie ohne Antriebsmoment verfügbar sein. Dafür die Vorderachse. Das heißt, wir haben auch diesen schon angesprochenen Drift-Mode. Wer sich dafür interessiert, ist gar nicht so kompliziert. Im Prinzip wird im Modus Race, wenn das Getriebe auf manuell und das ESP aus ist, der Drift-Mode aktiviert. Das heißt, 100% der Antriebsmomente gehen nur an die Hinterachse. Und dieser Drift-Mode wird auch nicht vom Auto oder irgendwelchen Systemen beendet, sondern nur, wenn der Fahrer sagt, okay, ich möchte jetzt nicht mehr, ich habe genug Reifen zerstört, es ist gut. Da wir hier den E63S haben, haben wir die serienmäßigen 20 Zoll Felgen mit einer Bremsscheibe von 390 mm im Durchmesser an der Vorderachse. Der E63 hat übrigens 360 mm als Standardbremsscheibe und 19 Zoll, und für den E63S gibt es auch noch eine 402 mm große Keramikbremsscheibe. Kommen wir noch kurz zum sehr ansprechenden Hinterteil des E63S. Wir haben hier noch so eine kleine Abrisskante, damit auch das Heck schön ruhig bleibt bei hohen Geschwindigkeiten, optional bis 300 km/h übrigens. Und wir haben hier die aufgesetzten Endrohre der schaltbaren Abgasanlage, und dieser Zierstab hier ist übrigens dem S-Modell vorbehalten. Ja, ich kann es mir vorstellen, ihr wollt eigentlich nur hören, was da hinten rauskommt, bekommt ihr jetzt. Kommen wir zum Herzstück, das dafür sorgt, dass da hinten so ein Klang rauskommt, nämlich den 4 Liter V8 Biturbo. Kennt ihr eventuell schon aus dem AMG GT, aus dem C63 und jetzt auch aus dem E63. Allerdings etwas abgewandelt. Wir haben weiterhin 4 Liter Hubraum, wir haben weiterhin die Turbolader zwischen den Zylinderbänken, aber wir haben erstmals Twin-Scroll-Turbolader. Das heißt, die Abgaskanäle werden getrennt. Ein Kanal versorgt den ersten bzw. vierten Zylinder und der andere den zweiten und dritten. Das sorgt dafür, dass die Übergänge sehr viel sanfter werden und wir neben theoretisch geringerem Verbrauch ein deutlich besseres Ansprechverhalten in diesem Motor hier haben. Kommen wir aber zu den Zahlen, für die der Martin Hoffmann hier, wie wir an der Plakette sehen, zuständig war. 612 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment. Und genau wegen diesen Zahlen, weil das einfach sehr viel Kraft ist, gibt es den E63 jetzt in dieser Modellgeneration nur noch mit diesem 4matic Plus Allradantrieb, weil einfach für den gewöhnlichen Fahrer das zu viel Kraft wäre, wenn er die plötzlich loslässt. Natürlich gibt es für den erfahrenen Fahrer eben noch diesen Drift-Mode. Der Drift-Mode ist übrigens dem S vorbehalten, im E63 als solches gibt es den nicht, ebenso wie die ultra krasse Beschleunigungszeit für diese Limousine von knapp 1,9 Tonnen.
von 3,4 Sekunden auf 100 km/h. Der Nicht-S braucht ein Zehntel mehr, ist aber auch nicht weiter schlimm, ist immer noch ziemlich schnell für so eine Business-Limousine. Kommen wir jetzt zum Interieur des E63S und hier fällt vor allem auf, dass wir hier schon ein paar Materialien kennen, wie etwa die Performance-Sitze, die für mich einen guten Kompromiss zwischen Komfort und sehr dynamischer Sportlichkeit bilden. Denn einerseits sind es natürlich diese Schalensitze, sie sind aber auch gut gepolstert und wir können sie an den Wangen wie auch hier an der Hüfte einstellen, sodass wir gut passend eingequetscht werden, damit wir auf der Rennstrecke nicht verrutschen. Zudem kommt hier dieses Mikrofaser Alcantara an den Griffflächen am Lenkrad, dahinter die schön anzupackenden Schaltpedals und eben dieses Carbon-optische in der Mittelkonsole, beziehungsweise was sich hier einmal in diesem Wave Design rüberzieht. Dann haben wir hier ein sehr interessantes Feature im Display, wobei nicht nur die Luftdrücke angezeigt werden, sondern auch die Reifentemperaturen pro einzelnem Rad, was ich sehr löblich finde, ehrlich gesagt, wenn man damit auch mal wirklich auf die Rennstrecke geht. Dann kommt hinzu, wir haben hier serienmäßig eine AMG-Adaptierung des Airmatic Luftfahrwerk. Das heißt, er senkt sich so tief ab, wie es nur irgendwie geht, ist aber in Komfort sehr komfortabel und in Sport dann auch definitiv der härteste, was die E-Klasse so hergibt. Wir können auch hier die Dämpfer einzeln einstellen, sowie hier mit einem Knopf in den manuellen Modus wählen, wobei manuell bei AMG auch wirklich manuell heißt. Und hier das Knöpfchen für die Musik von hinten, die man in jedem Modi anschalten kann. Auf meinem Debüt in Portimao bei leicht tröpfelndem Regen in einem 1,9 Tonnen schweren Sedan mit mächtig viel Leistung. Es gilt hier einem AMG GT zu folgen, der ein bisschen besser auf die Rennstrecke abgestimmt ist. Also man merkt schon, das ist schon enorm viel Gewicht hier. Aber es ist auch krass, wie das abgeht. Und es klingt halt auch mehr wie ein Muscle Car als wie ein Schwabe. Also besonders auf der Bremse merkt man halt das Gewicht. Aus den Kurven raus merkt man es irgendwie nicht so. Also könnte man auch mit einem leichteren Fahrzeug unterwegs sein, wenn er so rauszieht. Aus den engen Kurven merkt man halt, da ist Gewicht. Viel Gewicht. Hier übrigens jetzt die Keramikbremse auf der Rennstrecke. Draußen hatten wir die normale.
Verbrauchsmodus sei gesagt, man kann ihn eigentlich ohne Probleme Vollgas in die Kurven werfen. Die Systeme regeln alles. Und er bricht auch jetzt nicht aus, egal wie, sagen wir mal, sportlich man einlenkt oder sonst was. Das funktioniert eigentlich tadellos. Merkt man schon, hat man ein bisschen mehr Freiheit, da muss man ein bisschen mehr auf Zack sein. Also in Race wird einfach gefühlt direkt mehr Antriebsmoment nach hinten geschickt, sodass er auch mal quer aus der Kurve rauskommen kann. Witzig, dass er bis in den 4. Gang trotz Race Mode zeigt, dass die Räder durchdrehen. Also wenn wir aus den Kurven rausgehen, bis in den 4. Gang auf der Geraden, drehen die Räder durch. Raus aus dem E63S, zurück in den E63S, allerdings jetzt nicht mehr auf der Rennstrecke, sondern auf der normalen Landstraße, auch mal zur Abwechslung im Setting Komfort. Und da fällt mir direkt nochmal eins auf, was ich euch bisher noch nicht erzählt habe. Der E63 ist ja der erste AMG Turbomotor mit aktiver Zylinderabschaltung. Es gab das mal im SLK 55 AMG. Hier gibt es das jetzt auch wieder. Und das hat den Effekt, dass wir natürlich, naja,
für die grünen Politiker etwas sauberer unterwegs sind. Das Umschalten, super Lob an AMG, das ist das beste Zylinder-Deaktivierungssystem, was ich bisher erfahren habe. Das geht, also wenn die Grafik nicht wäre, würde man es nicht mitbekommen. Es gibt andere Modelle, da bekommt man das minimal mit, aber hier ist es einfach ein super flüssiger Übergang. Genauso flüssig ist natürlich auch der Übergang von komfortabler Fahrweise, von entspannter Fahrweise zu der aggressiven Limousine, die der E63S nun mal ist. Ihr habt es auf der Rennstrecke eventuell schon rausgehört, der Sport Plus Modus ist sehr verträglich, sehr allgemein verträglich. Ich würde so weit gehen, dass fast jeder damit schnell auf einer Rennstrecke unterwegs sein kann, da das System super schnell, super flüssig regelt, wo, wie am besten die Kraft auf die Straße übertragen werden kann. Und wer sich der gewaltigen Power dieses Motors gewappnet fühlt, der kann ja immer noch auf Race gehen. Da hat er den Drift Mode, da hat er total abschaltbare Systeme, da hat er wirklich eine ziemlich schwere Wuchtbrumme, die aber auch ziemlich aggressiv am Gas hängt, wenn man es beherrschen kann. Zusammengefasst ist der E63S das ideale Modell, wenn man Platz braucht, wie in einer Limousine oder später auch wie in einem Kombi und gleichzeitig aber auch auf den Geldbeutel schaut, was die Emissionen angeht, also wenn man politisch korrekt unterwegs sein will. Ein komfortables Fahrzeug haben möchte, das allerdings auch auf Knopfdruck komplett umschalten kann. Klar, man hat einfach viel Gewicht, das lässt sich nicht verstecken, aber für das Gewicht ist das doch eine beeindruckende Fahrleistung. Für diejenigen, die das nötige Kleingeld übrig haben, markiert euch schon mal den 16. Januar 2017, dann könnt ihr E63 sowie E63S bestellen. Preise, ganz ehrlich, ich könnte höchstens spekulieren. Ich nehme an, der wird ein bisschen teurer sein als der Vorgänger, aber es gibt definitiv leider noch keine Preise zu diesem Zeitpunkt heute. Und im Handel ist das Ganze dann im März. Kommen wir zum Fazit des Mercedes AMG E63 S-Formatic Plus. Ihr seht es, inzwischen hat es geregnet. Ich bin auch nochmal off-camera auf der Rennstrecke nass gefahren. Da hat es wirklich geschüttet und es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und es ist trotzdem überhaupt nichts passiert. Also wie gesagt, in Sport Plus kann hier nichts passieren. Selbst in Race muss man schon ziemlich reinlatschen, damit dieses schwere Geschoss rumkommt und dann kann man es aber auch wirklich schön durch die Kurve durchhalten. Wie schon erwähnt, es ist ein super Kompromiss aus brachialer Fahrmaschine und sehr komfortablem Alltagsfahrzeug. Dementsprechend, bin ich ganz ehrlich, freue ich mich schon auf das T-Modell, das dann wirklich alle Klischees abdeckt. Kombi, brachial, sieht man eben nicht an und trotzdem geht der höllisch um die Ecke. Das soll es auch schon gewesen sein mit Eindrücken von der Rennstrecke, von der Landstraße und vom Design und vom Motor des neuen Mercedes AMG E63S 4MATIC Plus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr belohnt das mit einem Daumen nach oben, gerne auch mit 2, wenn es möglich wäre. Und schließt abschließend noch ein Abo ab, dass ihr auch garantiert das nächste Video, was eventuell schon so ähnlich aussehen könnte, mitbekommt.